Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und heute wollen wir wieder loslegen. Wir sind ja wieder in einem geschichtsträchtigen Gebiet unterwegs. Wir wollen wieder einige Sachen suchen in Richtung Zweiter Weltkrieg. Auch Zwangsarbeit ist heute wieder ein Thema. Und ja, wir haben Spurensucher Andy mit im Gepäck und wir hoffen, dass wir heute noch was gerockt bekommen. Das Gelände, sage ich schon mal so, ist schwierig und wir haben nur einige Indizien und wollen den Ganzen heute mal nachgehen und wir hoffen, dass wir irgendwie fündig werden und was wir halt finden, das seht ihr in diesem Video. So, wir haben uns jetzt entschieden, uns einmal aufzuteilen. Wir haben Funkgeräte am Mann. Das ist jetzt mal ganz vernünftig, weil die Verbindungen teilweise abbrechen oder gar nicht vorhanden sind im Wald, logischerweise. Und ja, wir sind im Prinzip auf der Suche erstmal nach einem Alarmposten. Und unweit des Alarmpostens soll sich dann halt ein Zugang verstecken zu ja, einem Bunker, einem Stollen. Das wissen wir nicht. Und da müssen wir jetzt die Augen offen halten. Aber es ist natürlich der Super-GAU jetzt im Wald irgendwas zu finden. Bei dem Dickicht schwierig. Aber wir versuchen das Beste. So Leute, erstes Erfolgserlebnis. Wir sind jetzt die ganze Zeit hier hinten hochgegangen von oben. Dann habe ich auf der Karte geschaut und hier eine Freifläche gefunden und ja, mich an der Freifläche orientiert. Und schaut mal Leute, wir haben den Alarmposten. Dieser Alarmposten diente im Prinzip dazu, wie der Name schon sagt. Ja, ist ein vorgeschobener Posten, um ja ein Gebiet zu beobachten im Stillen. Ja, Andy ist gerade am Funkgerät. Das ist echt praktisch, Leute. Wenn ihr sowas macht, nehmt Funkgeräte mit. Und ja, wie gesagt, Andy kommt jetzt gerade von da oben. Wir waren da oben wieder mitten durch den Wald. Und ich bin jetzt zu der Freifläche runtergegangen und habe jetzt hier an einer Strecke jetzt den alten betonierten Alarmposten gefunden. Und der soll uns jetzt weiterführen. In der Nähe soll jetzt irgendeine unterirdische Anlage sein. Und drückt uns die Daumen, dass wir die jetzt auch noch finden. Du hast die ganze Stirn voller Flecken. Ja. Stressflecken, Aufregungsflecken. Ja. Ja, ich bin dann hier da durchgekreucht durch das ganze Gebüsch, ey. War doch kein Problem. Oh Mann. Erstes Erfolgserlebnis, Andy. Guck dir jetzt an. Okay. So, jetzt schauen wir uns mal hier das gute Stück an. Ihr seht, das ist komplett betoniert. Also es sollte schon entsprechend Schutz geben. Und ja, hier hat man höchstwahrscheinlich auch ein MG platziert, um einfach die entsprechende Sicherung zu haben und eventuell vielleicht einen Feind, der jetzt hier hochgekommen wäre, auch schon erstmal aufzuhalten, bis hier ja, Entsatz ankommt bzw. Verstärkung. Und ja, ihr habt hier den Eingangsbereich. Also, das ist schon klasse. Und das soll uns jetzt einfach weiterführen zu eigentlich unserem gesuchten Ziel. Und ja, da sind wir schon richtig gespannt, ob das wirklich funktioniert. So, ich bin jetzt nochmal hier eben in dem Posten drin. Dann könnt ihr das sehen. Wir haben hier so eine Aussparung, dass man hier höchstwahrscheinlich auch ganz gut wirklich ein Maschinengewehr oder so positionieren konnte. Und konnte praktisch in diese Richtung runterschauen und das ganze Feld hier einsehen. Und hier im Hintergrund ist auch noch mal eine Aussparung. Es ist nur eine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht noch mal so eine Art Umgebungskarte auch drin hat für den jeweiligen Alarmposten, dass er bei Bedarf, bei Kontakt sich hier noch mal orientieren konnte und hier vielleicht ja, ablesen konnte, wo sich ein Feind oder irgendein Ziel halt befunden hat, so dass er das halt durchgeben konnte, dass das halt genau ist, dass die anderen Kräfte, Einsatzkräfte wussten, okay, von was spricht er jetzt, dass die sich halt besser orientieren konnten, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass der Alarmposten ja auch immer wieder eine andere Person gewesen ist. Ja, wie gesagt, jetzt wird's spannend. Wir schauen uns jetzt die Umgebung an und werden hoffentlich weiterhin fündig. Ja Leute, ihr seht, wie ich aussehe, vor lauter wilder Sucherei. Ja,
Bis jetzt kein weiteres Zeichen gefunden. Also es ist wie verhext. Wir haben das Gebiet ja schon so massiv eingeschränkt. Aber ihr seht, wenn man nicht genau irgendwelche Anhaltspunkte hat und man muss hier teilweise durch so ein Gebiet, das ist, wir achten schon auf jedes kleine Teil, irgendwie ein Betonstück oder ein Metallstück, irgendwas in der Art, aber bisher keine Chance. Deshalb, ich habe das jetzt auch gar nicht aufgenommen, alles, diese wilde Sucherei, weil bringt euch ja eh nichts und wird wahrscheinlich dann auch schnell langweilig. Wenn ich jetzt wenigstens mal ein Relikt oder irgendwas gefunden hätte, aber nein, nada, gar nichts. Tja, wir werden uns jetzt erstmal gleich beraten. Andy ist in diese Richtung, Mella auch, und ja, gucken, ob wir jetzt hier an der Stelle weitermachen oder abbrechen. Ja, das erstmal als Zwischenstand. So, also wir sind jetzt hier durch. Wir haben es jetzt erstmal aufgegeben. Wir können es jetzt nicht genau verorten, wo es ist. Also wir haben das ganze Umfeld nochmal durchkämmt. Es ist schon eingegrenzt, aber es reicht einfach nicht. Und ja, ein Relikt haben wir doch noch gefunden. Also man sieht auch, das ist sehr, sehr altes Metall. Höchstwahrscheinlich wird es auch ein Schild gewesen sein, weil hier ist noch eine Bohrung zu erkennen. Aber mehr auch nicht. Also es ist jetzt nicht von Munition oder sowas. Wir werden uns jetzt noch weitere Punkte angucken. Mal gucken, ob wir da erfolgreich sind oder nicht. Das wird sich zeigen. Aber an der Stelle müssen wir erstmal einen Haken machen. So Leute, wir sind jetzt bei der nächsten Fläche, die wir uns anschauen. In einem anderen Abschnitt. Suchen jetzt natürlich wieder. Wir haben auch nur grobe Anhaltspunkte, was uns auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist. Entschuldigung, ist hier. Schaut euch das mal an. Das muss doch definitiv ein Baumzeichen sein. Da kann mal jemand von euch was dazu in die Kommentare schreiben. Damit tun wir uns aktuell noch schwer. Wir halten immer die Augen offen, weil uns das mitgeteilt wurde, nach solchen Zeichen Ausschau zu halten. Das ist halt immer die Frage, was bedeutet das? Es könnte jetzt eine Rune sein, weil ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie natürlich ist. Das sieht irgendwie zu unnatürlich aus in dem Baum. Ja, wir werden jetzt in die Richtung gehen. Das Gebiet steigt jetzt an. Und ja, wird schwierig. Also ich hoffe mal, dass wir hier noch ein bisschen was heute entdecken. Aber so ist das manchmal. Ne? Also es ist in vielen Videos von uns das, was ihr gar nicht so oft mitbekommt. Ne? Weil wir haben keine genauen Koordinaten, irgendwas, nur Anhaltspunkte, Recherchepunkte, Gebiete. Aber die gilt es halt dann einzugrenzen. Ne? Und das ist halt auch die Arbeit, die mit dahinter steckt. Und ja, wir zeigen euch die heute einfach mal. So, weiter geht's. Andy ist schon vorausgegangen und ich schließe auf. Ja Leute, auch hier gestaltet sich das sehr, sehr, sehr schwierig. Eigentlich müsste man hier irgendwelche Stollenzugänge finden. Und es sollen hier auch wohl noch Schienen verlegt sein, die dann praktisch in den Berg führen. Aber ja, es ist schwierig, sich das einfach hier alles jetzt irgendwie zu ersuchen. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Naja, also wir bleiben mal weiter dran und gucken einfach mal und schalten euch dann bei Bedarf wieder zu. So Leute, wir sind jetzt am nächsten Spot. Ja, heute ist echt ein bisschen, wir sind überall und grasen jetzt alles mal in der Richtung ab, mehr oder weniger erfolgreich. Hier sind wir jetzt in der ehemaligen Fabrik, die den Asphalt bzw. Bitumen verarbeitet haben. Also das, was aus den Gruben kam, hatte man hier auch schon, ich glaube meiner Meinung nach auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg auch schon hier verarbeitet. Und zum Teil wurde das auch aus, also wurde daraus auch ja, Treibstoff und so weiter auch hergestellt. Hier haben wir zum Beispiel mal noch einen ganz alten Schalter. Hier steht denn hier drauf? Norca. Nicht, was das hier ist. Steht das hier auch drauf?
Ja, hier steht es glaube ich auch drauf, hier in der Mitte, Norca. Ansonsten ist die Halle hier leer. Die sieht so ein bisschen aus wie, ja, auch schon so eine Flugzeughalle. Hier oben noch für die Neonröhren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die existiert bzw. hier Betrieb gewesen ist. Aber man sieht es schon an der Bauart von dem Gebäude, dass das hier schon sehr alt auch ist. Da oben ist noch wie so eine Art Dachstuhl, aber ich glaube, da kommt man auch nicht hoch. Hier haben wir noch ein Relikt gefunden. Hier steht, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Olympiawerke AG Wilhelmshaven. Von 67. Hier unten steht was mit Olympiawerke Wilhelmshaven. So Leute, wir sind auf jeden Fall doch nochmal fündig geworden. Wir haben jetzt hier in der Nähe von einem alten Fabrikgelände diesen Luftschutzstollen gefunden, der jetzt hier grob ausgehauen wurde. Man sieht jetzt noch hier die Stempel. Die sind aber alle umgeknickt, weil ihr könnt es hier oben sehen. Die ganzen... Oh, der Fels, der sieht wirklich nicht gut aus, die Firste. Die sind alle umgefallen. Hier sind noch Schienen drin, höchstwahrscheinlich wollte man die auch noch zur Stabilisierung verwenden. Und in diesem Bereich hat man halt aufgehört, dann weiter zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob hier noch was passieren sollte oder nicht. Aber das war's. Also ihr seht, hier sind ein Haufen Stempel drin. Und da vorne ist der Zugang. Hier haben wir noch mehrere Gleise jetzt mal gefunden. Mehrere Schienen nebeneinander. Das weiß man nicht, ja. Ja, wir können das jetzt hier erkennen, hier unten. Das geht jetzt endlos weiter, jetzt hier mitten in dem Wald. Und das haben wir ja auch schon gesucht gehabt. Auf der anderen Seite, in einer kleineren Form aber ihr könnt jetzt erkennen, wie schnell das halt hier geht, dass das verschwindet hier. Hier gehört nicht viel dazu. Das Bodengrün kommt und Feierabend. So Leute, ein neuer Tag. Gestern, das war ja halt ein bisschen Kuddelmuddel, das habt ihr gesehen, aber so ist das auch oft auf unseren Touren, dass wir halt nicht immer direkt was finden können. Das hat halt verschiedenste Gründe, weil wir dann recherchetechnisch das nicht genau lokalisieren können, auf dem Punkt genau. Und dann muss man halt suchen. Und jetzt sind wir an einer weiteren Ofenanlage. Ich glaube Andy 5 und 6 oder 7. Ich hau die manchmal durcheinander. 3-4, genau. Ofenanlage 3-4. Da hatten wir euch ja in anderen Videos ja schon mal drauf hingewiesen. Da gab es ja mehrere für die synthetische Kraftstoffherstellung. Und wir bewegen uns jetzt hier erstmal Richtung Labor. Also es gab ja immer die Labore, die parallel dazu gebaut wurden. Entweder außerhalb in den Steinbrüchen oder irgendwo noch einen Stollen in den Steinbruch getrieben. Hier ist es wieder so, dass es einen Stollen gibt. Einen kleinen. Und das müsst ihr jetzt da schon sehen, genau. Hier ist im Prinzip der Stollen. Und da können wir jetzt mal reingehen. So, genau, in diesem Bereich hat man dann praktisch wieder das Labor untergebracht. Hier direkt in die Steilwand. Hier das Eingangsportal. So, und dann habt ihr jetzt hier
Ein paar entsprechende Räumlichkeiten, wo dann halt die Versuchsaufbauten und so weiter gestanden haben. Haben sie sich bis hier hinten hin gearbeitet. Okay. Scheint wie so eine Art Notausgang hier noch zu sein an der Stelle. Der ist aber verschüttet. So. Und hier, ja, könnt ihr sehen, hier waren auch überall massive Stahltüren drin. Und hier ist die zweite Räumlichkeit. Und da ist dann im Prinzip auch schon aufgehört worden zu bauen, beziehungsweise den Stollen voranzutreiben. Ich weiß jetzt nicht, fehlen leider entsprechende Fotos und so weiter, ob das Ganze halt hier schon richtig in Betrieb war. Es gibt auf jeden Fall auch noch auf der gegenüberliegenden Seite die riesigen Kessel und Becken. Die werden wir uns auch gleich noch angucken. Aber ihr könnt sehen, hier draußen muss auch halt irgendwas gestanden haben. Ihr könnt jetzt hier in dem Fels sehen, die Vertiefungen. Da werden irgendwelche Verstrebungen noch drin gewesen sein. Vielleicht hat man hier die Apparaturen untergestellt zum Teil. Wie gesagt, es war ja noch irgendwo eine Lokomotive dann, die das Ganze halt angetrieben hat durch den Dampf, um den Prozess einzuleiten. Dann verschiedenste Installationen, um die Temperatur hoch und niedrig zu halten und so weiter. Da hatten wir euch ja, wie gesagt, wenn ihr euch dafür nochmal interessiert, ein separates Video gemacht mit den Ofenanlagen 7, 8 und 5 und 6. Es gab ja insgesamt so um die 40, ober- und unterirdisch. Und da haben wir euch auch nochmal eine Skizze, eine Karte mit reingebracht von den Amerikanern, von den US-Amerikanern, die das genutzt haben für die strategische Bombardierung solcher Anlagen, weil die ja immer in dem gleichen Schema praktisch errichtet wurden. Das könnt ihr euch nochmal angucken, dann haben wir euch nochmal ein bisschen mehr dazu erklärt. Ja, hierhin geht es wie gesagt in den Steinbruch. Das wurde ja immer an den gleichen Plätzen im Prinzip installiert, sowas. Und gegenüber jetzt von der Straße hier sind dann die riesigen Kessel. Und die gucken wir uns auch gleich noch an, weil die sollen noch gut intakt sein. So, ihr seht. Es geht hier über Stock und Stein. Und tatsächlich haben wir hier die gesuchten Behälter. Aber es ist doch schon, finde ich, Andy, ein klein bisschen anders, ne? Die sind nicht so hoch, zum Beispiel wie bei Taube Lachs oder bei der 7.8. Die sind niedriger. Gut, ich weiß nicht, ob die hier oben was weggenommen haben, aber ich denke mal nicht, ne? Ja, wenn das schon mal als frei nachgenutzt worden ist, da vorne ist ja auch dann die Aussparung da zum Reinklettern, ne? Genau, Leute, also diese Behälter stehen deshalb auch noch so lange, weil man die später nach dem Krieg, ich weiß nicht wie lange, als Schwimmbad mit umfunktioniert hatte. Also hier konnte man dann schwimmen. Deshalb gibt es da auch so eine Aussparung, dass die Menschen höchstwahrscheinlich da besser in diesen Behälter steigen können. Und zwar wissen wir jetzt auch nicht, ob der noch original so hoch ist oder ob der vielleicht hier oben so abgeschliffen wurde. Das kann auch sein. Aber gut, trotz alledem hat er ja immer noch eine gute Höhe, ne? 2,5 Meter, würde ich mal sagen, locker. Na, hier unten habt ihr noch eine Metallstange angebracht. Ja, und das waren halt im Prinzip diese Behälter, was wir gesagt haben. Müsst ihr euch nochmal die anderen Videos zu den Ofenanlagen anschauen, die man mit benötigt hat, um den jetzt habe ich einen Zungensprecher, also künstlich Kraftstoff herstellen. Synthetischen Kraftstoff, genau, das war das richtige Wort. Ja, das ist jetzt ein Behälter, hier müsste noch mindestens ein zweiter stehen. Wir werden jetzt hier mal um das Gelände gehen. Ihr seht,
Perfekte Jahreszeit, um sich hier durchzuschlagen. Das wird spannend. Man muss auch sagen, dass die das Gelände auch alles so wild lassen, weil das mehr oder weniger so den Urzustand erreichen soll. Also wirklich Urwälder. Das hat man hier öfters in dem Gebiet auch gelesen. Deshalb die umgestürzten Bäume durch die Stürme, das lässt man halt alles so. Viele verbinden ja Urwald immer mit, was weiß ich, Amazonas, Brasilien, Südamerika. Aber es gab natürlich auch europäische Urwälder, beziehungsweise überall auf der Welt, wo das entsprechende Klima ist. Und das versucht man hier wieder irgendwie zu erreichen. Ja, hier sind wieder diese Stangen überall angebracht gewesen. Aber hier sieht mir das fast so aus, als ob dieser Behälter keine Schwimmbadfunktion hatte, weil der ist ringsrum komplett intakt. Da ist nichts eingeschnitten. Ja, ne, sehe ich jetzt nicht. Krass. Die Widerlager von der ehemaligen Brücke noch. Ah, okay. Also, dass sie hier sich das Wasser geholt haben für die Behälter, oder? Mit dem Anschluss hier? Ach so, ja. Ach, da drüben war auch noch eine Brücke, ne? Das da? Ja, das sind Widerlager. Und oben drauf ist doch... Ja. Ist das ein Abzug? Daneben irgendwie, ne? Das sieht man jetzt so schlecht. Weiß nicht, ja. Scheint kein Baum zu sein. Ja, ist irgendwie ein Abzug, ne? Aber auch komisch, oder? Ja, auf jeden Fall haben sie hier so einen Brückenkopf gehabt. Ja, man sieht es auch, überall sind diverse Anschlüsse. Und die mussten ja auch hier das Wasser in die Anlage mit reinbringen. Hier habt ihr jetzt noch hier ist noch ein Anschluss für Wasser. Hier unten. Ja, und die restlichen Gebäude, die werden ja aber auch irgendwo dahin gestanden haben, hinter den Behältern, nehme ich mal an. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr hin. Andy hat es gerade erwähnt. Vor wie vielen Jahren warst du da? 5 oder 6 Jahre ist das her. Ja, da sah es hier ganz anders aus. Da konnte man richtig gut hier ran. Wie gesagt, die wollen das jetzt hier naturmäßig sich selbst überlassen, damit das alles so wächst, wie es halt wächst. Und deshalb kommt man jetzt auch sehr, sehr schlecht hier ran. Hier könnt ihr jetzt auch noch ganz gut einen Betonpfeiler erkennen. Höchstwahrscheinlich war das hier mal so eine Trasse. Da drüben an dem Baum ist auch noch ein Fundamentrest. Das sieht man hier jetzt ganz gut. Überall kommt hier noch der alte Beton zum Vorschein von der ehemaligen Anlage für das Filtrierwerk. Weil wie gesagt, da drüben ist ja das Labor auf der anderen Seite, wo wir waren. Und hier sind die Behälter. Und ja, irgendwo waren ja noch die Verwaltungsgebäude ja noch angelegt. Dann noch die Zwischenzylinder und Silos, die man brauchte. Auch hier jetzt sieht man wieder einen Betonsockel, einen riesigen. Auch hier war irgendwas arretiert. Ganz massiv hier. Geht alles noch dazu. Ja Leute, wieder mal Standortwechsel. Immer noch das Gebiet, aber das Gebiet erstreckt sich Kilometer. Und wir sind hier auch auf mehreren Spuren von Uferlagerungen. Und unter uns befindet sich auch eine Uferlagerung, ein Teil einer Uferlagerung, das sind mehrere. Und hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut einfangen kann. Hier befindet sich ein Schacht, der hier runter in eine Uferlagerung geht. Das könnte vermutlich einfach nur eine Pinge sein oder eine weitere Schachtanlage, weil unter uns befindet sich das eigentliche Portal, hier in einem ehemaligen Steinbruch.
Ich laufe mal eben kurz hier vor. Der befindet sich unter uns. Hier. In diesem Bereich. Hier war das Portal damals gewesen. Das ist alles schon gesprengt worden. Auch sieht ihr den riesigen Klotz hier vorn. Das ist alles gesprengt. Hier kommt man auch nicht mehr rein. Ja, was sich da drin noch verbirgt, unklar. Aber das ist schon wirklich spannend, aber man hat halt keine Möglichkeit mehr drauf zuzugreifen. Ja, alles gesprengt. Also das, was hier in der Mitte ist, das ist alles auch von der Sprengung. Das sind solche gewaltigen Massen, die hier drauf liegen. Auf dieses Zugangsportal, das ist Wahnsinn. Wir sind jetzt hier von dem ehemaligen Schacht gekommen, von dem Zugangsportal, berghoch. Wir können jetzt hier Andy zum Vergleich sehen. Und hier die Verbruchszone, die Verbruchsstelle, wie riesig das ist. Das geht jetzt hier in den Berg rein. Und jetzt habt ihr nämlich mitten im Wald auf einmal so ein Verbruch, wo das Material nach innen kollabiert ist. Die Firste ist da drin halt gebrochen. Das ist in den Büchern halt, die wir zum Recherchieren benutzen, auch immer wieder im Gespräch, dass das Gestein halt so porös war, dass die Firste immer wieder runterkam und sich das auch nicht gelohnt hat für den Bergbau an dieser Stelle, die Grube auch weiter zu benutzen. Ja, und du meinst weiter oben, ja, da oben sieht man ja auch, ne? Da geht es ja auch schon wieder so rein. Diese Vertiefungen, also das ist überall kollabiert schon hier drin. Da würde man wahrscheinlich, auch wenn man in dem Portal also drin wäre, wahrscheinlich auch nicht mehr weit kommen. Wahnsinn. Ja Leute, das soll es jetzt erstmal mit dem Video gewesen sein. Ihr habt es gesehen, wir haben viele Verdachtsflächen, sind wir angefahren, angelaufen. Das ist wie gesagt ein gigantisches Gebiet, wo sich damals im Dritten Reich Zwangsarbeit abgespielt hat und viele auch Untertage und Übertage Anlagen gebaut wurde und wirklich massenhaft für Rüstung produziert werden sollte. Und ja, daneben halt entsprechende Zwangslager, die wir auch nur zum Teil jetzt zeigen konnten. Das ist halt immer schwierig, weil man auch nur noch wenig Sachen wirklich effektiv oberirdisch zeigen kann, weil ja in Deutschland halt viel auch abgebrochen wird. Und das ist immer schwer, wenn sich nicht gerade noch ein Verein, sag ich mal, über irgendein Gebiet kümmert, um ein Gebiet, dann wächst Gras über die Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Und es entstehen Wälder, es wird aufgeforstet und man sieht halt nichts mehr von der Geschichte und weiß auch nicht mehr, was dann da war. Ja, ihr habt zumindest da schon mal gesehen, das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Also wir fahren nicht irgendwie nur stumpf Koordinaten an und gehen dann in irgendwelche Anlagen, sondern wir recherchieren im Hintergrund schon wirklich massiv. Ziehen andere Personen zu Rate, die lokal was dazu sagen können, die vielleicht Erfahrungen haben oder Erfahrungsberichte gesammelt haben von vorhergehenden Generationen. Auch viel Literatur studieren wir, viel Internetrecherche sowieso. Und erst dann ist es uns möglich, irgendwo, wenn wir das Gebiet anfahren, auch die wichtigsten Punkte anzufahren und da zu suchen. Aber ihr habt es gesehen in diesem Video, wir konnten nicht allzu viel zeigen. Ein paar Punkte sind wieder ein paar kleine Schritte weitergekommen. Und ja, das Gebiet bleibt uns immer noch erhalten. Wir werden, wie gesagt, hier noch weiter forschen und wenn es dazu News gibt, dann werden wir auf jeden Fall wieder ein Video drehen. Also bleibt uns auf jeden Fall treu, abonniert unseren Kanal, schreibt uns auf jeden Fall was hier in die Kommentare, wenn ihr mit dem Gebiet hier auch was anfangen könnt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!